Herzlich willkommen, Sternenmedium Daily, heute zum 15. April 2025. Es wird mal wieder Zeit für, richtig, Energiebotschaften für jedes einzelne Sternzeichen. Schauen wir, wie sich der Tag heute entfalten möchte, könnte, sollte. Ich beginne wie immer mit dem Steinbock. Beim Steinbock, ich sehe das Wort Nahtoderfahrung. Hoffentlich selbstverständlich, auf dass keiner diese Erfahrung machen muss. Ich glaube eher, es fühlt sich so an, als ob du dich gedanklich damit beschäftigst, dich darüber informierst, dich dieses Thema brennend interessiert, du viele Fragen dazu hast. Es geht bei dir heute um das nicht Greifbare, nicht Sichtbare, für das, was nicht in deinem Verständnis ist. Sie weisen mich wieder darauf hin. Verständnis. Du stehst nicht drin im Wissen. Der Wassermann, bitte. Der Wassermann, muss ich gleich husten, wow. Der Wassermann, ich sehe ganz viele Sternchen, Glitzerpunkte hier um den Kopf schweben. Sie wuseln da, sagen wir es mal so, wie die Glühwürmchen um dich herum. Lieber Wassermann, du wirst heute innehalten. Denn etwas wird für dich greifbar. Es wird dir ein Input gegeben. Du kommst auf irgendetwas. Sei es mal wieder die Erkenntnis, beziehungsweise es ist ein plötzliches Wissen, eine Bewusstseinserweiterung, die du erfahren darfst. Plötzlich ist eine Antwort da. Aus heiterem Himmel. Du wirst sozusagen erleuchtet. Oder wirst du erleuchtet? Oder bist du schon lang erleuchtet und du lässt es wieder ein bisschen mehr zu? Freu dich drauf, lieber Wassermann, denn es ist etwas, was dir sehr, sehr großen Nutzen bringt. Und auch du beschäftigst dich heute mit dem Feinstofflichen. Die Fische bitte. Ich höre Anerkennung. Das heißt, entweder bekommen die Fische heute eine Anerkennung oder ihr erkennt etwas oder jemanden an. Gut möglich, dass ihr mittendrin steckt, ihr mit diesem Thema der Anerkennung etwas zu tun habt. Auch für euch vielleicht eine Erkenntnis über Anerkennung. Was ist das überhaupt? Sie sagen, einige Fische werden heute über dieses Thema erkennen dürfen, wo sie sich selbst austricksen. Also Bedeutung, wo ihr da eigentlich gegen euch selbst arbeitet und so einen Widerstand kreiert. Die Fische heute ab 18 Uhr, sie sagen eine ganz subtile, feine, nicht greifbare Energie. Ab 18 Uhr aufmerksam sein. Ja, sie sagen, wie vom Winde verweht. Da gab es ja einen Film, vielleicht schaut ihr euch den an. Oder dieses Subtile. Da habt ihr das Gefühl, es ist wie vom Winde verweht. Zwischen 18 und 21 Uhr aufmerksam sein. Vor allem sagen sie für Dinge, die ihr sucht und nicht findet. Oh, mystisch. Der Widder bitte.
Der Widder kommt heute in eine Ruhephase. Der Widder ist wie wenn du angestaute Energie, angestaute Luft herauslässt. Du benötigst eine Ruhephase, du gönnst dir diese Ruhephase. Es ist sehr leicht und licht um dich herum. Neue Pläne werden geschmiedet, beziehungsweise du hast Ideen und möchtest diese Ideen realisieren. Auch für dich heute ein eigentlich sehr kreativer Tag, ein wohltuender Tag, selbstverständlich, sofern du es dir selbst erlaubst, lieber Widder. Weiter geht's mit dem Stier. Der Stier trifft heute eine Entscheidung, entschließt sich zu etwas, schließt sich, die deutsche Sprache ist so wunderbar. Sie beinhaltet so viele Wortspiele, die keiner bemerkt. Du entschließt und entscheidest. Heute ein großer Tag für den Stier. Lieber Stier, du wirst dich noch lange an diesen Tag erinnern. Es kommt zu dir, was dir gehört. Zu wem hast du in letzter Zeit gesprochen? Wie wunderbar. Lieber Stier, heute, ich höre hochachtungsvolle Aufmerksamkeit. Der Zwilling bitte. Der Zwilling, es scheint, als würde der Zwilling heute etwas im Chaos versinken. Im innerlichen Chaos, im äußerlichen Chaos, so ein bisschen, ich fühle nicht mal Stress, es ist eher wie so ein resigniertes Dahinvegetieren, ein innerliches. So, null Bock. Was soll ich heute anstellen? Mir ist alles zu viel. Ich habe keine Lust. Okay. Du entscheidest, was passiert. Vertagst du es auf morgen oder lässt du es ganz liegen und stehen, auf dass du deine Aufmerksamkeit dem vollkommen abziehst? Ansonsten, falls du einfach nur gestresst bist oder gerade nicht weißt, was hat Priorität, gönne dir, wie immer, eine Auszeit, eine kleine Ruhepause. Ananasenzyme heute sehr hilfreich für dich. Der Krebs bitte. Der Krebs möchte etwas verändern heute. Der Krebs möchte gar etwas revolutionieren. Wie wunderbar. Der Krebs hat Klarheit. Der Krebs weiß, was er möchte. Lieber Krebs, komme heute bitte noch nicht in die Handlung. Es möchte für dich im Inneren geplant werden. Nicht einfach blind drauf losrennen und drauf losarbeiten und Berge versetzen, verschieben. Nein, wir brauchen Klarheit hier oben, auf dass du dann morgen schon strategisch, praktisch, innovativ beginnen kannst. Viel Erfolg, lieber Krebs. Der Löwe bitte. Der Löwe bemerkt, dass sein Plan nicht so ganz aufgeht, wie er es sich vorgestellt hat. Doch der Löwe, er brüllt heute nicht. Nein, es ist eine stille Wahrnehmung. Und ich denke, der Löwe bemerkt den Widerstand, der sich immer mehr aufgebaut hat. Der Löwe geht heute in den Rückzug. Das bedeutet, dass du von etwas ablässt. Es ist
als würdest du sagen, wozu noch Energie und Fokus hineingeben, wenn es mich eigentlich so sehr anstrengt. Es muss einen leichteren Weg geben. Es gibt einen leichteren Weg. Doch zuerst musst du beschließen, das loszulassen, was so widerspenstig im Widerstand ist. Die Jungfrau bitte. Vorteilhafte Pläne werden umgesetzt. Die Jungfrau ist heute total aktiv, nicht nur in den To-Dos, im Handeln, in der Ausführung, sondern auch hier oben ratter, ratter, ratter. Es ist heute ein sehr fruchtbarer Tag für dich. Doch überstürze nichts. Step by Step, denn du kannst bei all dem, was du an Ideen hast, leicht etwas übersehen. Es sind dann Leichtsinnsfehler, die du hinterher, ja, bereust, ist ja zu viel gesagt, aber wo du dir sagst, dass ich das vergessen habe. Deswegen beginne mit einer To-Do-Liste, hak alles ab, Step by Step. Heute lohnt es sich wirklich, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen und nicht alles auf einmal zu verrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sagen, für eine bestimmte Jungfrau, die für ihre Pläne auf eine Investition, auf einen Investor wartet, beziehungsweise eben Geld gebraucht wird, um in die Handlung zu kommen zu können. Ich höre, ein Investor wird gefunden, beziehungsweise der Kontakt darf schon stattfinden. Auch dir, liebe Jungfrau, viel Erfolg. Die Waage bitte. Never-ending Story. Welche Never-ending Story erzählst du dir ständig, die ganze Zeit, liebe Waage? Kriege ich auch gleich. Bleibt mir die Luft weg. Liebe Waage, es ist höchste Zeit, dass du deine Gedanken umstrukturierst, mit ihnen richtig haushaltest und die ganzen negativen Gedanken, den ganzen Müll da oben, dass du den beseitigst. Eine never-ending Story. Da bleibst du auf der Stelle stehen. Es geht nicht vor und nicht zurück. Du bleibst stehen, doch du drehst dich im Kreis. Sie fragen dich, was willst du? Was willst du wirklich? Und schon wird die Waage ruhig. Wunderbar, liebe Waage. So, halte heute einen kurzen Moment inne, geh raus in die Natur. Hoffentlich scheint bei dir die Sonne. Geh in die Sonne. Tanke dich auf und du wirst sehen, alles darf sich fügen. Der Skorpion bitte. Der Skorpion ist heute etwas melancholisch. Ich höre in der Melancholie gefangen. Erinnerungen, Sehnsüchte. Doch es sind Sehnsüchte, die nicht einmal aus diesem jetzigen Leben kommen. Es ist irgendeine Sehnsucht, die du selbst nicht greifen kannst. Lieber Skorpion, es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein. Es geht nicht darum, streng zu sagen, reiß dich zusammen. Nein, gar nicht. Es geht nur darum zu erkennen, dass sich dieses Sehnen nach X und Y zur Sucht geworden ist. Erkennst du das? Weg, wie weggeblasen. Die goldene Mitte. Der Skorpion darf heute die goldene Mitte erfahren. 15 Uhr ausschlaggebend, lieber Skorpion. Der Schütze bitte. Der Schütze, ein geistreiches Genie. Strike.
Der Schütze, ich höre, ein ausgeklügeltes System entwickelt. Doch, lieber Schütze, wo prellst du dich damit selber? Heute geht irgendetwas nicht so ganz auf, wie du es dir dachtest oder erhofft hast. Doch ärgere dich nicht drüber, im Gegenteil, schau genau hin und schau, ob die Absicht dahinter eine reine war oder vielleicht doch eher zu deinem Vorteil. Du hast heute jedenfalls sehr viel zu geben, zu teilen mit deinen Mitmenschen. Halte dies nicht zurück, denn du kannst sehr viel geben. Du kannst heute einigen deiner Mitmenschen etwas sehr, sehr Gutes mit auf den Weg geben. Sie sagen, lieber Schütze, du bist gebettet in Liebe, spüre sie. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, machen wir noch zum Abschluss eine kollektive Engelbotschaft. Erzengel Chamuel. Erzengel Chamuel arbeitet auf dem rosaroten Lichtstrahl der Liebe. Diese Erzengelkarte ist ein Segen für dich, denn sie zeigt dir, dass du bereit bist, dein Herz bedingungsloser Liebe zu öffnen. Die Liebe kennt keine Einschränkungen. Sie akzeptiert alle Menschen so, wie sie sind. Sie urteilt nicht. Wahre Liebe ist so mächtig, dass sie Verletzungen, Zorn und Trennung überwindet. Hülle dich in den rosafarbenen Mantel der Liebe ein. Lasse Liebe aus deinem Herzen strömen und all deine Mitmenschen berühren. Die Menschen, die du liebst, die Menschen, die du nicht magst, ja sogar diejenigen, die du gar nicht kennst. So entsteht eine Brücke aus Licht, auf der die Engel wandeln und Hoffnung und Frieden bringen können. Als Lohn dafür wird dein Lebensweg gesegnet und voller Liebe sein. Ja, da passt gerade dazu das, was ich einst vor, ich glaube, 1-2 Jahren einmal gesagt habe. Wenn ihr im Außen seid, draußen irgendwo lauft, spazieren geht, von A nach B geht, segnet die Menschen im Geiste, die euch begegnen. Es liegt in eurer Macht. In diesem Sinne, Happy Day. Bis morgen. Ciao.